Hallo, da bin ich wieder. Jetzt geht's weiter mit der Kurvendiskussion. Beispielhaft wollen wir dies nun an der Funktion durchführen. f von x ist gleich x hoch 2 über x minus 1 in Klammer hoch 2. Die Punkte, die wir uns da anschauen, sind nicht genau dieselben Punkte, welche wir auch bei der Differentialrechnung 1 angeschaut haben. Denn es gab gewisse Dinge, die bei einer Polynomfunktion gar keinen Sinn machten, jetzt aber bei gebrochen rationalen Funktionen um einiges mehr Sinn machen und eine größere Bedeutung erhalten. Wir beginnen einmal mit erstens dem Definitionsbereich. Da können wir uns überlegen, was lässt sich für x einsetzen, bzw. was lässt sich nicht einsetzen. Wir schauen den Nenner an, wir sehen, für x dürfen wir nicht 1 einsetzen, sonst gibt es 0. Somit ist unser Definitionsbereich die reellen Zahlen ohne 1. Wir betrachten als nächstes das Verhalten in der Umgebung der Definitionslücken. Dazu müssen wir natürlich zuerst einmal die Definitionslücken herausfinden. Das haben wir aber gerade vorhin gemacht. Das ist natürlich bei 1. Und um nun das bestimmen zu können, führen wir eine Polynomdivision durch. Das heißt, wir rechnen x² durch und dann macht es noch Sinn, dass wir den Nenner einmal kurz ausmultiplizieren. Das ist zweite binomische Formel und deshalb haben wir dann da x² minus 2x plus 1. So, wir führen nun Polynomdivision durch. Da erhalten wir mal eine 1. Wenn wir das wieder zurückrechnen, erhalten wir da x² minus 2x plus 1. Das wollen wir nun subtrahieren. Und was dann übrig bleibt, ist 2x minus 1. Und 2x lässt sich gar nicht mehr durch x² teilen. Und somit sind wir bereits fertig und können nun noch den Bruch dazu schreiben, 2x minus 1 über. Und jetzt können Sie selbst entscheiden, ob Sie da das Ausmultiplizierte haben möchten oder einfach den Nenner, wie wir ihn am Anfang auch in der Funktionsgleichung sehen. Somit sehen wir ganz klar, unsere Definitionslücke ist nicht stetig behebbar, sondern es ist eine Polstelle. Wenn wir uns die Funktion ganz kurz anschauen, dann sehen wir sowohl im Zähler als auch im Nenner ein hoch 2, also einen geraden Exponenten. Und somit ist egal, was wir für x einsetzen, da kommt immer etwas Positives heraus. Und somit wissen wir auch, dass das Ganze ohne Vorzeichenwechsel ist. Ganz ausführlich schreibt man natürlich noch dazu, bei welchem x das ist. Es könnte ja mehrere Definitionslücken geben. Das lässt sich nun schon einmal im Koordinatensystem einzeichnen. Wir können also da eine Senkrechte bei x gleich 1 einzeichnen und das zeigt uns an, dies ist eine Polstelle. Wir kommen zum Verhalten im Unendlichen. Da wir bereits bei zweitens eine Polynomdivision durchgeführt haben, können wir daraus auch gleich ableiten, ob und wie unsere Asymptote aussieht. Und da hat sich ganz klar herausgestellt, dass wir eine Asymptote haben. Und zwar bei y gleich 1. Nun muss man natürlich noch der Ausführlichkeit halber sagen, was genau geschieht für x gegen unendlich und für x gegen minus unendlich. Kann etwas sehr Kleines, etwas sehr Großes einsetzen und wenn das in die Nähe von 1 kommt, dann können wir davon ableiten, dieses y, das geht dann gegen 1. Auch diese Asymptote lässt sich nun in unser Koordinatensystem einzeichnen. Wir haben also für y gleich 1 eine horizontale Asymptote. Als nächstes möchten wir
die Nullstellen etwas genauer anschauen. Die Nullstellen sind die Stellen, wo wir für y gleich 0 haben. Also setzen wir für y 0 ein und lösen das Ganze nach x auf. Also haben wir 0 gleich x² über x minus 1 in Klammer hoch 2. Und da ist ganz klar, das ist erfüllt, wenn x gleich 0 ist. Auch das lässt sich ins Koordinatensystem einzeichnen, also haben wir beim Punkt 0, 0 eine Nullstelle. Kommen wir zum Schnittpunkt mit der y-Achse. In diesem Beispiel macht das jetzt nicht so viel Sinn, das groß zu überprüfen, aber in anderen Beispielen kann das um einiges attraktiver sein. In dem Moment setzen wir natürlich nun einfach für x 0 ein. Und erhalten dann 0. Aber das wussten wir ja eigentlich schon vorher, dass wir die Nullstelle ja bei 0, 0 haben. Und das ist natürlich auch der Schnittpunkt mit der y-Achse. Wir kommen zu den Hoch- und Tiefpunkten. Dazu brauchen wir die erste Ableitung. In unserem Beispiel müssen wir da natürlich auf der einen Seite die Quotientenregel anwenden, auf der anderen Seite in der Quotientenregel selbst dann noch die Kettenregel. Also für die Quotientenregel brauchen wir einen Bruchstrich. Wir leiten den Zähler ab, 2x mal den Nenner nicht abgeleitet, minus den Zähler nicht abgeleitet, mal den Nenner abgeleitet. Da haben wir Kettenregel, also äußere Ableitung, 2 mal x minus 1 mal innere Ableitung, x minus 1 abgeleitet, ergibt einfach 1. Das müssen wir natürlich dann nicht unbedingt hinschreiben. Und den Nenner, den quadrieren wir noch, hoch 2 ergibt natürlich 2 mal 2 im Exponenten und somit haben wir hoch 4. Das können wir jetzt ein wenig umstellen. Im Zähler können wir x minus 1 ausklammern. Dann bleibt in der Klammer noch Folgendes stehen. Also im ersten Zusammenhang haben wir natürlich 2x mal x minus 1, das lässt sich ausrechnen, ausmultiplizieren, dann haben wir 2x² minus 2x. Und im zweiten Teil, da bleibt noch minus 2x² übrig, wenn wir x minus 1 in Klammer ausgeklammert haben. Den Nenner schreiben wir einfach einmal ab. Aber jetzt lässt sich natürlich das eine oder andere kürzen. Also das x minus 1, das wir ausgeklammert haben, das lässt sich mit dem Nenner kürzen. Da haben wir dann nur noch hoch 3. Und in der Klammer haben wir im Zähler noch 2x² minus 2x². Das fällt natürlich auch weg. Somit bleibt nur noch Folgendes übrig. Minus 2x über x minus 1 in Klammer hoch 3. Wenn wir das nun gleich 0 setzen, 0 gleich minus 2x über x minus 1 in Klammer hoch 3, dann sehen wir ganz klar, für x gleich 0 eingesetzt, geht das Ganze auf. Und so können wir dann herausfinden, dass der Tiefpunkt bei 0, 0 liegt. Diesen Punkt haben wir ja schon angezeichnet, also unsere Nullstelle, was ja auch der Schnittpunkt mit der y-Achse ist auch der Tiefpunkt. Wir suchen unsere Wendepunkte. Dazu brauchen wir die zweite Ableitung und wir können die erste Ableitung zur Hilfe nehmen, welche wir bereits vorher herausgefunden haben. Also minus 2x über x minus 1 in Klammer hoch 3. Das wollen wir nun noch ein zweites Mal ableiten. Da wenden wir wiederum Quotientenregel und Kettenregel an. Den Zähler abgeleitet, minus 2 mal den Nenner nicht abgeleitet, also x minus 1 in Klammer hoch 3. Dann würde ja ein Minus folgen. Da wir aber dann
den Zähler übernehmen, der auch ein Minus hat, ergibt das natürlich plus 2x mal den Nenner abgeleitet. Die äußere Ableitung ist da 3 mal x minus 1 in Klammer hoch 2 mal innere Ableitung, x minus 1 abgeleitet, ergibt 1. Und das müssen wir natürlich nicht mehr unbedingt hinschreiben. Dann haben wir noch den Nenner, x minus 1 in Klammer hoch 3 hoch 2. Und hoch 3 hoch 2 ergibt natürlich hoch 3 mal 2, also hoch 6. Auch da können wir wie vorher im Zähler wieder etwas ausklammern, und zwar x minus 1 hoch 2, und dann bleibt übrig 2 mal x minus 1 in Klammer, können wir natürlich ausmultiplizieren, haben wir minus 2x plus 2, und vom zweiten Summanden bleibt einfach noch plus 6x übrig. Den Nenner können wir übernehmen, da haben wir x minus 1 hoch 6. Dann lässt sich einiges kürzen, also dieses x minus 1 hoch 2 lässt sich kürzen, und dann haben wir im Nenner nur noch hoch 4. Nun lässt sich der Zähler noch fertig ausrechnen, das heißt minus 2x plus 6x ergibt 4x, und wir übernehmen noch diese plus 2, und den Nenner können wir einfach abschreiben, da haben wir x minus 1 in Klammer hoch 4. Auch das setzen wir gleich 0. Also 0 gleich 4x plus 2 über x minus 1 in Klammer hoch 4. Wenn wir das nach x auflösen, erhalten wir x gleich minus 1 Zweitel. Wenn wir das in die Ausgangsfunktion einsetzen, erhalten wir einen Wendepunkt bei minus 1 Zweitel und als y-Wert 1/9. Auch das lässt sich in unser Koordinatensystem einzeichnen, und dann sieht das Ganze so aus. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie der Graph dazu aussieht, dann lässt sich auch davon sehr gut ableiten, was für einen Wertebereich wir haben. Und das wollen wir dann als nächstes bestimmen. Also wir wissen, für x gleich minus unendlich kommen wir irgendwie von 1 her, müssen dann durch diesen Wendepunkt durch, müssen dann durch den Tiefpunkt durch und müssen bei der Polstelle gegen unendlich gehen. Das heißt, wir haben zuerst eine Rechtskurve und nach dem Wendepunkt eine Linkskurve und gehen dann hoch zu unserer Polstelle. Nach der Polstelle, weil es ja eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel ist, kommen wir wieder aus dem Positiven, weil wir jetzt da nichts von Hoch- oder Tiefpunkten oder Wendepunkten haben, muss das also die ganze Zeit eine Kurve einfach sein in eine Richtung und nicht irgendetwas Maximales oder Minimales. Also kommen wir einfach aus dem Unendlichen und schmiegen uns, je weiter wir für x gegen unendlich gehen, bei y gleich 1 an. Daraus ist klar ersichtlich, was unser Wertebereich ist. Da haben wir jetzt die positiven reellen Zahlen mit 0, oder wir können es auch als Intervall aufschreiben, das von 0 bis unendlich geht, wobei 0 dazugehört und unendlich per Definition eben nicht dazugehört. Dann können wir natürlich auch noch den Graph einzeichnen. Da wird es natürlich zum Teil jetzt etwas schwierig, wo ist der wie exakt einzuzeichnen. Vor allem, wenn wir jetzt die rechte Seite der Polstelle anschauen, wie stark geht jetzt das gerade herunter, wie schmiegt sich das an, das kann man natürlich nicht ganz genau wissen, aber einfach so von der Idee her sollten Sie das einzeichnen können.